Ich möchte gerne dieses Jahr noch 1 bis 2 Reisen nach Austin, Texas organisieren, wo ich ja lebe. Für alle, die sich vorstellen können, in die USA auszuwandern oder dort investieren wollen. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. In diesem Video will ich dir alle weiteren Details vorstellen. Wie du vielleicht auf unserer Webseite gesehen hast, organisieren wir ja alle möglichen Reisen für Interessenten, für Mandanten, für Investoren oder einfach jene, die ihr Bewusstsein erweitern wollen. Wir waren jetzt schon etliche Male zum Beispiel in Sansibar. Wir gehen nach Dubai, wir gehen nach Serbien, wir gehen nach Georgien und so weiter und so fort. Aber in die USA haben wir bisher keine Reise organisiert und das, obwohl ich schon seit 2008 in den USA lebe, seit vielen Jahren eben in Austin, Texas. Wir haben jetzt hier noch keine Reise konkret vorbereitet. Ich möchte dieses Video nutzen, um dir mal so ein bisschen zu erzählen, was ich mir vorstellen kann, was ich vorhätte. Und dann möchte ich dich bitten, wenn du interessiert daran bist, teilzunehmen, dich in unsere Liste einzutragen, um uns mitzuteilen, welcher Termin für dich besser passt. Und dann werden wir diese Reise hier in den nächsten Wochen und Monaten vorbereiten und dich dann natürlich zeitnah dazu informieren, wenn du dich eben hier auf die Liste einträgst. Zunächst mal fragst du dich vielleicht, warum die USA? Wer zieht jetzt von Europa in die USA um? Ist nicht Donald Trump so eine große Abschreckung, dass sich nur wenige Europäer trauen, in die USA auszuwandern? Nun, meiner Erfahrung nach ist das Gegenteil der Fall. Ich meine, die USA waren ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten eines der beliebtesten Auswanderungsländer für Deutsche. Nummer 1 ist die Schweiz, wie gesagt, aber die USA liegen meiner Meinung nach auf Platz 4. Und das hat sich auch mit Trump nicht geändert, auch nicht unter der ersten Trump-Regierung. Tatsächlich gibt es sogar Mandanten, und ich höre das immer wieder an Beratungen, die gerade sagen, wegen Trump und wegen der Entwicklung, die die USA durchmachen und natürlich auch die positive wirtschaftliche Entwicklung, die wir dort in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, wo sich ja die USA komplett hier abgekoppelt haben von der Europäischen Union und wo es eigentlich nur steil nach oben ging. Gerade das macht die USA eben attraktiv für jene, die erfolgreich sind, die Unternehmer sind und die entsprechend in den USA freiheitlicher leben können, als dies in Europa möglich ist. Jetzt wirst du vielleicht einwerfen, dass ja gerade Trump hier eine Rezession in den USA auslösen könnte. Die Börsenkurse gehen nach unten. Viele Menschen verlieren den Arbeitsplatz. Darauf würde ich sagen, dass man sich im Grunde genommen vor einer Rezession nicht fürchten muss. Als ich in die USA umgezogen bin 2008, da war so gerade die Finanzkrise hier voll am Ausbrechen. Ja. Da bin ich nach Miami zunächst umgezogen. Und ich persönlich habe sehr positive Erfahrungen deswegen gemacht, muss ich sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zynisch klingt. Ich war jetzt finanziell nicht abhängig hier von Einkommen aus den USA. Ja. Ich hatte ja mein Einkommen über die Kanzlei in Europa, in London. Und dann hatte letztlich dieser Umzug nur positive Seiten. Ja. Also ich hatte ein großes Haus da in Miami gemietet mit Heimkino, mit Pferdeställen und allen Schikanen und habe das im Grunde bekommen für die Hälfte, die der Vermieter noch im Jahr davor letztlich hier an Miete genommen hat. Büromieten waren überall wahnsinnig günstig. Immobilien sind ins Bodenlose gesunken. Ich habe ja wenig später eine Ranch in Texas gekauft. Leider habe ich diese Ranch nicht mehr. Und habe diese zu einem sensationell günstigen Preis bekommen, weil eben die Preise so im Keller waren. Personal konnte man günstig einstellen. Ja. Das Visum war viel einfacher zu bekommen, weil man eben seitens der US-Behörden hier sozusagen verzweifelt war, hier noch irgendjemanden anlocken zu können, der hier Geld in den USA investiert oder Jobs schafft. Also ich persönlich habe durch diese Wirtschaftskrise 2008 bis 2010 so ungefähr nur Vorteile gehabt. Und seitdem warte ich im Grunde drauf, dass es wieder mal nach unten geht. Ich würde nämlich eigentlich gerne wieder eine Ranch in den USA kaufen, in Texas. Aber wie gesagt, die Preise sind momentan so hoch, dass es im Grunde genommen keinen Sinn macht. Also ich habe vor einer Rezession keine Angst und du solltest eigentlich dort auch keine Angst haben. Aber ich schweife hier schon wieder etwas vom Thema ab. Wie stelle ich mir diese Reise vor? Nun, ich stelle mir 5 Tage vor, Montag bis Freitag. Ich würde dir vorschlagen, dass du schon in der Woche davor oder am Wochenende ankommst, damit du etwas Zeit hast, dich vom Jetlag zu erholen. Wir haben vor, letztlich hier hälftig Seminarprogramm zu machen und für den Rest der Zeit im Grunde Austin dann hautnah zu erleben. Im Rahmen des Seminarprogramms würden wir dann über alles reden, von Firmengründung, Investieren, Steuern, Visa natürlich in den USA, alles, was du wissen musst, wenn du dorthin auswandern willst. Wir helfen ja mal dann genau bei solchen Vorhaben schon seit 2008, haben da also sehr viel Erfahrung damit. Und den Rest der Zeit werden wir dann im Grunde genommen in Austin und Umgebung auf Achse. Wir werden uns zunächst mal Immobilien anschauen. Ich stelle mir vor, dass wir uns ein Kondo anschauen im Stadtzentrum von Austin.
ein Einfamilienhaus so in den Suburbs und dann vielleicht noch eine Ranch ein bisschen weiter weg. Ich stelle mir vor, dass wir zum Beispiel nach Fredericksburg fahren, ins Hill Country, so ungefähr 1 Stunde von Austin weg. Das ist eine Stadt, die ganz stark am Kommen ist. Hill Country, sehr idyllisch gelegen. Da wird sehr viel Wein produziert. Und Fredericksburg ist eben eine deutsche Stadt. Texas, insbesondere Zentral-Texas, also die Gegend von Austin und um Austin herum, hat ja letztlich sehr starke deutsche Wurzeln. Das findet man überall, auch natürlich heute nur noch wenige Leute dort wirklich Deutsch sprechen. Es gibt tatsächlich natürlich auch viele deutsche Nachnamen, viele Orte mit deutschen Namen, wie zum Beispiel dieses Fredericksburg. Friedrichsburg natürlich wäre der korrekte deutsche Name. Dann gibt es natürlich genug Zeit, um hier das tolle Essen in Austin, Texas kennenzulernen. Du wirst natürlich zunächst an Texas Barbecue denken. Genau, das ist legendär. Da kann man dann nach Lockhart gehen, ungefähr 20 Minuten von Austin weg, die Barbecue-Hauptstadt der Welt. Dort kaufst du dann beim Barbecue letztlich Fleisch und Wurst nach Gewicht ein. Ein tolles Erlebnis, allerdings nicht für Veganer, muss man sagen. Das Wetter in Texas ist meistens natürlich sehr schön, kann im Sommer sehr heiß sein, sehr schwül sein. Ich würde planen, dass wir vermutlich im Juni 2025 nach Austin gehen und dann vielleicht nochmal im Herbst. Juni wird auf jeden Fall schon sehr heiß sein. Also wenn das was ausmacht, dann würde ich sagen, trotz Klimaanlage kann das für dich vielleicht belastend sein. Aber im Herbst sollte es dann deutlich milder sein. Die Kosten, denke ich, für die Woche werden so bei 4.000 bis 5.000 US-Dollar liegen, zuzüglich natürlich deinem Hotel und deinen Anreisekosten. Wie immer kannst du eine Begleitperson ohne Aufpreis mitbringen, Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner, Kind, Freund, Onkel, wie du möchtest. Außerdem erhalten alle zahlenden Teilnehmer von uns eine Firmengründung in Texas ohne Aufpreis, inklusive übrigens der einjährigen Betreuung. Danach, da ist alles drin enthalten: Gründung, Firmensitz, Kontoeröffnung, Steuernummer beantragen etc. pp. Und natürlich ebenfalls die Mitgliedschaft in unserem New Horizons Club für 1 Jahr. Das ist ebenfalls hier bei all diesen Reisen mit enthalten. Das Schönste an diesen Reisen, das muss man ganz klar sagen, das ist die Community. Dort wirst du also Gleichgesinnte kennenlernen. Vielfach fehlt uns das ja so im Alltag. Wenn du dort jemandem erzählst, du interessierst dich in die USA auszuwandern, zeigen sie dir vielleicht den Vogel und sagen, du bist ja komplett verrückt. Und wenn du sagst, du willst nach Texas gehen, dann sagen sie ja sowieso, du hast den Verstand verloren, Junge, mach das nicht. Und eben auf der Reise wirst du dich dann in einer Community wiederfinden, wo alle auf der gleichen Wellenlänge sind, wo alle dann interessiert sind, in den USA zu leben, die alle, so wie ich, großer USA-Fan sind. Natürlich muss man auch realistisch sein, da ist natürlich nicht alles perfekt, das ist mir schon klar. Aber du weißt ja, was ich meine. So eine gewisse Begeisterung ist natürlich wichtig im Leben. Wenn man alles immer negativ sieht, dann kommt man nicht besonders weit. Austin bezeichnet sich übrigens auch selbst gerne als Welthauptstadt der Musik, ist sehr bekannt für seine Live-Musikfestivals. Auch davon werden wir dann sicherlich in Austin etwas mitbekommen, auch wenn wir natürlich nicht an einem Festival teilnehmen. Aber es gibt dort eben sehr viele Musikkneipen an jeder Ecke sozusagen, wo man dann am Abend, wenn es angenehm kühl ist, aber immer noch angenehm warm draußen sitzen kann und hier texanisches Bier trinkt. Da gibt es ganz hervorragende Sorten. Mein Favorit ist Shiner Bock. Shiner ist ein kleiner Ort in Texas. Hier hat ein Bayer vor über 100 Jahren eine Brauerei gegründet. Das ist das beliebteste Bier in Texas. Dieses Shiner Bock ist eben ein dunkles Bockbier. Da kannst du dann sitzen, Shiner Bock trinken und einer Liveband zuschauen, vielleicht Country-Musik, wenn dir das liegt. Das sind also ganz hervorragende Erlebnisse. Und wenn die Zeit reicht, werden wir auch noch vielleicht zu einem Schießstand gehen und ein bisschen rumballern. Also, wenn dich das Ganze anspricht, dann trag dich doch hier in unsere Liste ein und wir halten dich dazu auf dem Laufenden. Ich habe übrigens schon mal hier vor Jahren eine kleine YouTube-Serie gemacht mit so 10 Minifilmen, 2 bis 3 Minuten lang. Move to Texas, die sind auf Englisch, auf einem anderen Kanal auch. Ich werde hier nochmal einen Link in die Beschreibung dieses Videos hineinschreiben. Das kannst du dir gerne mal anschauen. Dann kriegst du mal einen wirklichen Eindruck, wie Austin so wirklich ist. Dort zeige ich einem englischen Freund die Stadt so richtig mit Cowboyhut und allen Schikanen. Und das werde ich natürlich auch wieder tun, wenn du mit mir in Austin bist. Ich würde mich sehr freuen, dich dort kennenzulernen. Alle weiteren Infos, wie gesagt, dann hier auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.